Hallo und herzlich willkommen beim Dein Techniker Kanal. Heute habe ich eine Philips Kaffeevollautomat. Wenn man die einschaltet, da geht sofort die Fehlermeldung ohne Geräusche. Was ist der Fehler, was ist die Ursache, was ist die Lösung, erkläre ich euch gleich. Dein Techniker, alles klar, reparieren wunderbar. Schritt für Schritt, wir kriegen's hin, mit Technik, Know-how und Sinn. So, bei dieser Kaffeevollautomat, wenn ich einschalte, da kommt sofort die Fehlermeldung. Ohne Geräusche, ohne dass die Maschine was im Innenleben bewegt hat. Da springt sofort die alle drei Beleuchtungen. So, vor 2 Jahren bei einer Freundin hat die gleiche Maschine, aber das war in Rot, aber gleiche Modell. Und bei ihrer Kaffeevollautomat, habe ich eben gesagt, Waschmaschine? Naja, bei ihrer Kaffeevollautomat, wenn man die Maschine eingeschaltet hat, hat Geräusche gemacht. Der Mehlwerk hat sich bewegt und sofort hat aufgehört. Danach habe ich die Maschine auseinandergenommen und habe festgestellt, dass hier in dem Mehlwerk war etwas geklemmt. Da war ein Stück Kunststoff. Und habe ich den Motor befreit und lief die Maschine. Aber bei dieser Maschine ist was anders. So, wir versuchen herauszufinden, was der Fehler ist, und gleichzeitig zeige ich, wie ich damals die Fehler mit dem Motor behoben habe. Ja, was brauche ich jetzt? Ein paar Trucks, das ist Torx 10, und ich glaube, ich brauche auch Kreuz. Zuerst nehme ich die Abtropfschale mit dem Behälter raus, schalte ich die Maschine und wichtig, ich nehme den Stecker raus, damit die Maschine nicht unter dem Strom steht. Solche Reparaturen müssen vor einem Fachmann oder Elektriker durchgeführt werden. Und das ist kein Lernvideo. Bitte macht das nicht nach. Wenn ihr einen Bekannten habt, Elektriker oder Techniker, lasst ihm das Reparatur machen. So, ich nehme den Stecker raus und hole das Werkzeug und mache ich weiter. So, ich stecke es raus. Ich nehme den Wasserbehälter ab. So. Erstmal zu dem Fehler, wenn der Mehlwerk, also hier der Motor, nicht dreht. Also ihr schaltet die Maschine ein, ihr macht so Geräusche und dann hört auf und blinken hier die 3. Das heißt, hier ist verstopft. So, den einfach ab. 1, 2, 3 und hier ist noch eine Schraube, also insgesamt 4 Schrauben, die müssen ab. Ich nehme die erstmal ab und dann mache ich weiter. So, hier ist ab, da ist ab, da ist ab, der ist auch ab. Einfach den mit den Schrauben hochheben. Jetzt diesen Deckel einfach von hinten und so, dann ist er ab. Ich lege das an der Seite. So, hier ist der Mehlwerk, hier ist der Motor. Der Motor dreht, der dreht auch mit und mehlt der Kaffee. Der Kaffee wird Pulver und Pulver wird hier rein zu der Pro-Einheit. So, um das abzunehmen, da muss man die Schraube und die abnehmen. Ich glaube, jemand war schon bei der Maschine, weil da fehlt noch eine Schraube. Jemand hat versucht, die Maschine zu reparieren, aber er hat nicht hingekriegt. So, ich nehme die Schraube ab, das Kreuz, und
Ich glaube, mehr gibt es nicht. So, ich nehme die auch ab. Mache ich weiter. So, Schraube ist ab. Die ist lose. Später gucke ich, ob ich eine Schraube davor finde oder nee. Da sehe ich schon. Das ist keine Schraube. Das war nur der Halterung. Das Gummihalterung, der muss so sein. In der Mitte. Und die kommen hier, also die. Und von der anderen Seite. Da. Einer kommt hier. Einer kommt da. Ich nehme die beiden Stecker ab. Nummer 1. Nummer 2. Jetzt habe ich den Motor und den Mahlwerk in Hand. So. Der soll so sein. Und später kommt das und das. Da und da. So. Ich suche mir eine Halterung für das Handy. Für das Handy. Ja, hier ist die Dichtung. Man kann einfach abnehmen und hier reingucken, ob was drin ist. Und hier auch muss immer frei sein. Manchmal ist der Pulver so gepresst und blockiert den Kanal. So, und falls etwas drin ist und ihr habt Schwierigkeit, das abzunehmen, von anderer Seite gibt es 4 Schrauben, einfach die abnehmen. So, ich nehme die Schraube ab. Und zeige euch, wie man den Kanal und den Mahlwerk befreien kann. Die 4 Schrauben sind jetzt lose. Ich muss das merken, dass der hier so steht, weil später der muss in genauer Position. Und jetzt nehme ich den Motor ab. Ziemlich schwierig mit einer Hand. Der ist immer noch nicht lose. So. Zack. Kaffee. So. Was hier verstopft ist, einfach hier anfassen und da drehen. Ja, ich lege das Handy hier und so, bis er sich befreit. Und immer an diesen Kanal gucken, dass es frei ist und nicht verstopft. Also hier. Zum Not kann man den auch abnehmen und gucken, was darunter ist, falls was darunter ist. Und man kann auch diese Schraube abnehmen und auseinandernehmen. Hier, falls etwas in der Ecke sich versteckt hat. So, der ist frei. Hier war nicht der Fehler. So, jetzt baue ich das wieder zusammen. So. Moment. So. Der ist runtergefallen. Das kommt hier. Und der kommt da. Jetzt mache ich die Schrauben fest. So. Die Dichtung kommt wieder hier. So. Jetzt kommt er wieder in seinen Platz. Der muss so rein. So.
Stecker wieder rein. Schwarz war unten. Rot war oben. Und wie gesagt, die beiden müssen da. Ach, da ist eine Bu. So. Jetzt kommt die Schraube hier wieder. Fest. Dichtung. So. Das ist die Lösung, wenn der Mehlwerk verstopft ist oder geklemmt. Aber bei dieser Maschine ist nicht der Fall. So, jetzt gucke ich ins Innenleben. Das heißt, die Druckwand muss ab und diese Seite. Ich gucke, was für die Schrauben sind hier. Oder ob überhaupt Schraube gibt. Vorne ist ein Kreuz, der muss ab. Ich mache das ab erst. Die Schraube vorne ist ab. Hier ist ein Torx T10 und da ist Kreuz. Wie gesagt, jemand war schon bei dieser Kaffeemaschine und hat nicht hingekriegt, die zu reparieren. So, ich nehme die beiden Schrauben erstmal und mache ich weiter. Die beiden Schrauben sind auch ab. Jetzt die Druckwand. Ich gucke. Habe ich was vergessen? So. Das ab. Nach vorne ziehen. Das auch ab. So, das ist der Innenleben von einer Kaffeemaschine. Hier ist der Kaffee. So. Diese Seite ist der Wasserbehälter. Das ist der Wasserpumpe. Zieht Wasser hier, pumpt durch die Heizung. Da sind zwei Temperaturbegrenzer. Das ist der Temperaturfuhler. Und Wasser kommt hier dann, wird hier warm oder heiß und dann geht da zu Büroeinheit. Und wie gesagt, der Motor von dem Mehlwerk ist da. So, meine Vermutung, dass der Heizung vielleicht kaputt. Ich messe die Heizung und gucken, ob er heil ist. So, um den Heißkörper zu prüfen, brauche ich einen Multimeter und stelle ich das bei Duschgang hier ein. Normalerweise, wenn man den Duschgang misst, da muss das Gerät piepen. Und hier ist die Heizung. Das ist eine Seite, die zweite Seite ist der hier, also der und der. Jetzt messe ich und gucke, ob ein Durchgang zwischen den beiden Köpfen gibt. Und wieder schwierig mit einem. Mache ich das so. Ups. So, mein Gerät hat gepiept. Das heißt, Heizung ist in Ordnung. Das ist ein Temperaturbegrenzer. Das ist ein Temperaturbegrenzer. Die Aufgabe von beiden, zum Beispiel, wenn der Temperaturfuhler defekt ist. Also der Temperaturfuhler fühlt die Temperatur, deshalb heißt er Temperaturfuhler, und mittelt die Temperatur mit der Elektronik. Also für Kochwasser brauchen wir 100 Grad. Er misst,
hat er 100 Grad, der Elketronik schaltet die Heizung aus. Aber was passiert, wenn der Temperaturfühler defekt ist? Dann bleibt die Heizung auf Dauer an und es kann sein, dass dieser Kunststoff schmilzt oder die Maschine brennt. Und damit das nicht passiert, da gibt es zwei Temperaturbegrenzer. Zum Beispiel, wenn die Temperatur steigt über 100 Grad, dann gehen die beiden kaputt oder mindestens eine geht kaputt, damit der Heizung sich ausschaltet. Also die sind wie Not- oder Sicherungen. Ja, man kann die auch prüfen. Das gleiche Prinzip mit Multimeter bei Durchgang. Und zwischen zwei Pole muss man Durchgang haben. So, ich messe die beiden. So, wie gesagt, ich habe das Handy hier hingelegt, damit ich meine Hände frei habe. Und jetzt der. Okay. Mein Gerät piept nicht. Das heißt, der ist schon kaputt. Der andere piept auch nicht. Das heißt, der ist auch kaputt. Beide sind kaputt. Das heißt, sehr, sehr, sehr wahrscheinlich ist der Temperaturfühler defekt ist. So. Der hat die richtige Temperatur nicht weitergeleitet und die Heizung ist auf Dauer angeblieben. Deshalb sind die beiden Temperaturbegrenzer, also Temperatur steigt über die Grenze und die Temperaturbegrenzer haben sich ausgeschaltet. Die müssen getauscht werden und der auch muss getauscht werden. Ich bestelle die Teile und baue ich das ein und gucken, ob ich das hingekriegt habe oder nicht. Hallo, heute mache ich das weiter, weil die Teile sind angekommen. So, ich tausche heute die beiden Temperaturbegrenzer und der Temperaturfühler. Erstmal, da sind zwei Schrauben, diesmal T20. So, die erste. Nehme ich den Stecker ab. Eins. Oder das ist jetzt los. Diese Stecker muss man hier fixen und dann ziehen. Hier ist die Halterung. Sie geht ab. Die neue kommt. So. Und wieder. Der war hier. Zack. Der war da. Zack. Und gleichzeitig, oder jetzt der andere Temperaturbegrenzer. So weit die Stecker wieder raus. Ich nehme den Schrauber und dann kann ich besser machen. So, Schraube ist ab. Jetzt nehme ich den Stecker hier ab. Zack. Der geht raus. Neue kommt rein. So.
fertig. Scheiße. Das ist runtergefallen. Das war meine Sorge. Naja, der Temperaturfühler muss sowieso getauscht werden. Jetzt nehme ich die Schraube ab. Das ist schon mal Nummer 1. So aus. Jo, muss ab. Dann kann ich die zweite Temperaturbegrenzer auch fest rausnehmen, die Schraube rausnehmen und den festzumachen. Andere Seite gibt es noch. Und, da ist die Schraube. Magnet. Opa. So. Fest. Stecker ist da. Der andere Stecker ist auch da. Jo. Jetzt müssen wir diese Halter ganz rausnehmen. Eine Schraube ist schon lose. Die andere Schraube, der Platz ist. So, die beiden Temperaturbegrenzer habe ich getauscht. Jetzt tausche ich die Temperaturfuder. Auch bleiben. Mal gucken. Ja, der ist lose. Um das rauszunehmen. Das muss richtig ab. Und von der anderen Seite auch. Abgenommen und nicht abbrechen. So. Der ist von hier ab. Ich drücke das ein bisschen nach oben. Andere Seite auch. Der ist wieder reingegangen. So. Jetzt nehme ich die Schraube ab. Und da ist der Temperaturfühler. Ich hole die neue. Da ist die neue. Da ist der alte. So, der kommt hier rein, zwischen diese beiden Schlitz. Erstmal ein bisschen von dieser Kuppe mit hin. So. Und jetzt die Schraube wieder fest. So, ich lasse das hier. Der kommt wieder in seine Position.
Zack. Der alte. So. Jetzt schraube ich wieder die beiden Schrauben wieder fest. Ist fest. Jetzt mache ich Nummer 2 auch wieder fest. Bit. Und jetzt die Verkabelung. So. Der alte kommt hier. So. Das ist die neue. Und das ist der alte. So. Und wir folgen einfach die Führung. Der kommt einfach. Der kommt raus. Der kommt rein. Und der kommt von anderer Seite. So, wieder raus. Der kommt wieder rein. Und von anderer Seite auch wieder. So. Hier reindrücken auf diese Nupsi. Das ab. Und jetzt die neue. Kommt einfach hier rein. Fertig. So. Zwei Temperaturbegrenzer haben wir getauscht und die Temperaturfuder. Jetzt baue ich die Maschine wieder zusammen. Und gucken, ob das funktioniert oder nicht. So, jetzt baue ich die Maschine wieder zusammen. Da ist die Seite. So. Und die erstmal von unten in der Führung. So. Ich nehme das nochmal und so. Und jetzt gucken. Hier war eine Kreuzschraube, die geht wieder rein. Das heißt, wir sind der kommt einfach von oben. Klack, klack. Zack. Und jetzt wieder Deckel. Richtung ist da. Erstmal vorne einsetzen. Und dann so.
1, 2, 3 und der hier. Jetzt die letzte Schraube. Schlitz nach vorne. Muss nicht ganz fest sein. So. Und der kommt wieder hier. Und dann kommt das wieder hier. Und jetzt stecke in die Stecker rein, an die Steckdose und gucke, ob ich das hingekriegt habe oder nicht. So, die Stecker ist jetzt in die Steckdose. Maschine ist mit dem Strom angeschlossen. Jetzt schalte ich die Maschine ein. Tada! Fehler ist weg. Leuchtet nur hier, weil der Wasserbehälter ist leer. Ich hole den Wasserbehälter und mal gucken. So, ich habe den Wasserbehälter voll gemacht. Und jetzt kommt er im Platz. Ich hoffe, dass die Maschine keine Geräusche jetzt macht, weil es zu spät. Die Nachbarn wahrscheinlich sind beim Schlafen. Es fast nur Ohr. So. So. Maschine funktioniert, glaube ich. So. Jetzt macht die Maschine die Spülgang. Die spült sich. So, perfekt. Hat das Wasser warm gemacht. So, die Maschine ist bereit. Hot Water. Start. Perfekt. Steam. Start. Wartet, bis der Dampferzeuger weitermacht. Boah. Super. Ich habe das geschafft. Maschine funktioniert wieder. So. Ich hoffe, dass das Video euch gefallen hat. Und ich bitte, dass ihr meinen Kanal abonniert und Daumen hoch. Und ich sage euch, bis zum nächsten Mal. Dein Techniker. Dein Techniker, alles klar, reparieren, wunderbar. Schritt für Schritt, wir kriegen's hin, mit Technik, Know-how und Sinn. Dein Techniker, alles klar, reparieren, wunderbar. Schritt für Schritt, wir kriegen's hin, mit Technik, Know-how und Sinn.